In Ravenlock City, eine Metropole, die aus einer unauffälligen Kleinstadt zu einem schillernden Technologiezentrum herangewachsen ist, spielen sich Geschichten ab, die das Herz der Stadt offenbaren. Im Schatten der Zeit, an einem gewundenen Fluss, lag einst ein Ort, bekannt für seine ungewöhnlich große Population kluger Raben. Die Einheimischen nannten ihn Ravn, inspiriert von den Vögeln, die den Himmel beherrschten und als weise Wächter des Landes angesehen wurden. Mit ihren schillernden Federn, die im Sonnenlicht glänzten, wurden die Raben zu einem festen Bestandteil der sich formenden Gemeinschaft. Als die Siedlung wuchs und der Fluss zu einer wichtigen Handelsroute wurde, errichteten die Bewohner eine Schleuse, eine Lok, um den Handelsschiffen die sichere Passage zu ermöglichen. Dieses Bauwerk wurde nicht nur zu einem zentralen Punkt für den Handel und Verkehr, sondern auch zu einem Treffpunkt für die Gemeinschaft. Mit der Zeit verschmolzen Sprache und Bedeutung. Aus Raven at the Lock wurde Ravenlock. Es war nicht nur eine geografische Bezeichnung, es wurde zu einem Symbol der Identität und des Stolzes. Ravenlock sprach von der Einheit zwischen Mensch und Natur, zwischen Fortschritt und Tradition. Und selbst als der Flusslauf durch den Anstieg des Meeres transformiert wurde und Ravenlock zu einer Küstenstadt heranwuchs, bewahrte der Name die Essenz seiner Geschichte. Ravenlock, ein Ort, wo die Echos alter Legenden noch immer durch die Straßen hallen und die Schatten der Rabenflügel in jeder Ecke zu finden sind. Im Jahr 2017, als innovative Visionen und mutige Investitionen in die Stadtströmung eindrangen und neue Technologien das alltägliche Leben zu verwandeln begannen. Doch nicht jeder konnte Schritt halten mit dem rasanten Wandel. Mit jedem Jahrzehnt, das verging, ragten die Türme von Ravenlock höher in den Himmel, gespeist von der unstillbaren Energie des Fortschritts. Aber im Schatten dieser Türme, in den Gassen, wo das Neonlicht nur flackerte und die Versprechungen der Technologie zu leeren Worten verhallten, wuchs auch die Kluft zwischen den digitalen Träumen und der Realität. Zwischen 2017 und 2013 beginnt Ravenlock City, sich als ein Hub für KI und Quantencomputing zu etablieren. Diese Technologien ziehen Talente und Kapital an, was zu einer ersten Welle von Wohlstand führt. Kybernetische Verbesserungen werden zum Trend und Robotik revolutioniert die Produktion und den Alltag. Die Stadt lockt junge Talente und Investitionen an, was zu einem Bauboom an modernen Bürokomplexen und luxuriösen Wohnungen führt. Eine neue Elite aus Technologieenthusiasten und Geschäftsleuten prägt das Zentrum und die Küstenbezirke, während die weniger begünstigten Randgebiete langsam in den Hintergrund treten. Als die 2030er und 40er Jahre anbrechen, dehnt sich die Stadt aus, getrieben durch den anhaltenden technologischen Fortschritt. Kybernetische Verbesserungen werden zur Norm für die Wohlhabenden und personalisierte Roboter zum alltäglichen Begleiter. Währenddessen können die Randbezirke, die sich in den Schatten der glänzenden neuen Wolkenkratzer ausbreiten, kaum mit den Entwicklungen Schritt halten. Ihre Bewohner werden zu Zeugen eines unaufhaltsamen Verfalls, da sie den Anschluss an die boomende Wirtschaft verlieren. Die Jahre zwischen 2050er und 70er markieren eine Zeit, in der die Technologie nicht nur den Alltag bestimmt, sondern auch die soziale Kluft zementiert. Im Herzen von Ravenlock City herrschen Wohlstand und Überfluss, während am Stadtrand verlassene Prestigebauten verfallen und die ehemals stolzen Bezirke nun von Armut und Vernachlässigung gezeichnet sind. Hier halten sich die Menschen mit überholten Technologien über Wasser, umgeben von den Ruinen einer besseren Vergangenheit. Mit dem Anbruch des Jahres 2071 setzt die Stadt zu einer düsteren Zukunft an. Die Klimaveränderungen fordern ihren Tribut und während die reichen Viertel sich mit teuren Technologien schützen, werden die Randbezirke mit extremer Hitze und Wassermangel konfrontiert. Die einst blühenden Außenbezirke verwandeln sich zunehmend in von der Wüste bedrohte Ödlande. In dieser Zeit führten die wachsenden Spannungen zu kurzen, aber intensiven bürgerkriegsähnlichen Unruhen.
Kybernetisch verbesserte Soldaten und Kampfroboter wurden eingesetzt, um die Ordnung wiederherzustellen. Diese nun veralteten Maschinen und ihre menschlichen Pendants wurden nach dem Ende der Konflikte größtenteils ausgemustert und sind heute Teil der Randbezirke, die sie einst bekämpft hatten, und leben im Schatten ihrer eigenen, umstrittenen Geschichte.